Ahoi und willkommen zurück. Jetzt endlich. Ich habe wirklich die Aufnahme ein zweites Mal ohne Mikrofon gemacht. Es gibt es nicht. Es ist unglaublich. Diese Folge ist echt cool. Die ist echt wichtig, finde ich, um mal den Kampf mit dem Florett ein bisschen zu erläutern. Red Pill in Beziehungen. Ich habe mich entschlossen, das nach dem alten Verfahren zu machen und nicht synchron, weil das ein bisschen schwierig ist. Man muss hier viel erklären bei ihm. Er spricht halt leider nicht so einfache Themen an. Das sind so Konzepte, die man erklären muss. Deswegen mache ich es nach dem alten Verfahren. Ist eine spannende Episode. Mal gucken, wie lang es wird. Ja, wir legen einfach mal los. Hier ist noch der Nachtrag zur letzten Episode. Da sagt er noch was sehr Wichtiges. Und dann geht's los mit der nächsten, mit der mittleren Episode. Und die letzte werde ich dann auch nochmal irgendwann nachreichen die Woche. Die ist ein bisschen kürzer, das ist so der Schluss. Auch nochmal ein, zwei coole, interessante Gedanken drin. So. Angry at you. It's not any of this walk on eggshells shit. A lot of the time it's just they have their own demons that they're hiding from. Das bezog sich jetzt praktisch auf die letzte Folge, ja. Es ist nicht immer nur, dass du auf Eierschalen läufst, sondern Frauen haben sozusagen ihre eigenen Probleme. And your strong boundaries give a person that oaken frame. Und er spricht nochmal an, weswegen starke Grenzen und in sich ruhen und so weiter, Lokus auf die Mitte, auf dich selbst, so wichtig ist. To latch onto. Und daran kann sie sich auch festhalten, an deinen klaren Regeln. I don't want to say you can fix girls, but if girls want to be fixed because, like, I like this guy, I don't want to lose this guy, you'd be surprised how much better people act when you're worth acting better too. Da geht es darum, sich attraktiv zu verhalten. Er spricht gerade nochmal das an, das hatte ich in der letzten Episode gezeigt. Ja, sei attraktiv, sei nicht unattraktiv und Grenzen einzuhalten ist wahnsinnig attraktiv. Also wenn Frauen gerettet werden möchten, wenn das überhaupt möglich ist, wenn das überhaupt denkbar ist, das spricht wieder mich an und meinen Retterkomplex, dann musst du ihnen eine klare Linie liefern. So, dann kannst du nicht mitschwanken. Dann können sie entweder sozusagen einsteigen und sagen, gut, ich akzeptiere deinen Frame und komm mit und lass mich vielleicht von dir retten, wenn es überhaupt möglich ist, aber mit es dem anderen recht machen und auf ihre Gefühle reagieren und so, das funktioniert alles nicht in keiner Konstellation. So, da muss man sich ein Stück weit abschirmen, was halt nicht immer ganz einfach ist, weil man ja auch ein menschliches Wesen ist als Mann und auch mal nett behandelt werden möchte und respektiert werden möchte. Und ja, aber wenn man dann reaktiv wird, dann muss man halt entweder die Dinge an sich selber ändern oder man hat halt die falsche und muss einfach einsehen, dass sie die Grenzen ständig überschreitet und muss dann sagen, gut, bringt nichts. How many guys have been out there and had their wife that's been so sick and had a headache for so long that they haven't smashed in months? Da kommt nämlich der Klassiker, der Dead Bedroom, das tote Schlafzimmer. Die meisten Männer, die auf dieses Thema hier stoßen, Red Pill in Beziehungen, weil sie halt in Verwicklungen sind, wie Coach Magic, glaube ich, das genannt hat, ist das immer das erste Problem. Was logischerweise, weil das für einen Mann das Wichtigste ist. Wieso schläft meine Frau nicht mit mir? Und warum hat sie seit Monaten Kopfschmerzen? Und dann stoßen sie auf die bittere Wahrheit, dass dazu natürlich mehr nötig ist, als irgendwo einen Schalter zu drücken und zu sagen, hier und dann läuft's. Er erläutert hier in dem Fall ganz interessante Konzepte. Well, I got a story for you. Welcome to another Mids Watch. I'll dive right into it, skip the preamble. Another guy here, how to handle a wife that's always sick and or tired. So the guy's wife, they're in their 30s, have 3 kids. All the kids are under 8. She works part-time. She also does the school drop-offs and the pickups. He started his journey here 2 months ago, and he's noticed a few small improvements in the wife's behavior so far, which... So, also er hat praktisch den Male-Action-Plan gemacht. Ich hatte letztes Mal das aufgezeigt. Und hat halt schon verstanden, worum es geht. Sie sind in ihren 30ern, haben 3 Kinder, leben ein gutes Leben. Er hat sozusagen schon erste Veränderungen gemerkt. Ja, das dauert immer sozusagen, weil es ja sozusagen nicht overt verhandelt wird, sondern sie schaut dein Verhalten an und sie reagiert sozusagen auf dein Verhalten. Das kann verspätet eintreffen, das ist auch mal wichtig zu verstehen. Die Frau kennt dich vielleicht jahrelang. Wenn du da mal, weiß nicht, auf einmal dein Verhalten änderst, dann glaubt sie es vielleicht nicht. Wenn die Beziehung sowieso schon in Brüchen ist, dann ändert deine Verhaltensänderung auch nichts, aber wie gesagt, nur integrierte Verhaltensveränderungen, Wesensveränderungen an dir wird sie irgendwann merken und reagieren. Auch nochmal erwähnt. which is increased exercise by her, more sex for them, albeit not much better, and it started from nothing. So, also er hat mehr trainiert, es ist auch schon besser geworden, hin und wieder gibt es wenigstens ein bisschen Leckerli. Es war noch nicht das, was er sich wünscht, aber vorher lief gar nichts, also war ja schon mal was zu merken. Aber es ist halt alles noch nicht so, wie er sich wünscht, klar. So over the last year or so, she's gotten IBS, irritable bowel syndrome, which coincidentally started around the same time that a very good childhood friend of hers was diagnosed with it.
So, also, und sie hat auf einmal Reizdarmsyndrom bei sich gefunden, in Anführungszeichen. Und komischerweise eine Freundin von ihr hat es ein Jahr vorher auch bekommen und gut. IBS. In the past year, she's requested from her GP and received referrals for screening, range of blood tests, celiac testing, colonoscopies, and the outcomes were, in order, negative. All normal, negative, normal, normal, normal. So, und sie ist dann losgerannt, hypochondrisch und neurotisch, wie Frauen manchmal sind. Zu den Gründen kommen wir gleich und hat sich zigmal untersuchen lassen. Normal, 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 war nix. Kein Reizdarmsyndrom. The following quote from the doctor who did this. This was the most boring colonoscopy I have ever done. Everything was 100% fine. Das war die langweiligste Darmspiegelung, die er je gemacht hat, sagte ein Arzt dazu. And finally, after pushing her doctor, she now has a diagnosis of IBS. Ja, und dann hat sie irgendwann so viel Alarm gemacht, dass der Arzt ihr das irgendwie aufgeschrieben hat. Okay, wenn du da die Krankheit unbedingt haben willst, hier hast du sie. At the same time, she's complained incessantly over how tired she is and how tired her life her kids make her. Two are at school, one's at daycare, works 25 hours a week. She gets them up in the morning, she ferries them around. Excuse me. And he contributes his fair share when he gets home. She does more housework than me, but he does enough. And funnily enough, her gut aches and lethargy only seem to occur when... So, ihr habt es mitgelesen, also gut, sie haben eigentlich, läuft soweit alles gut. Sie ist halt total überstresst anscheinend durch den ganzen Haushalt, hat einen Nebenjob mit 25 Stunden, hat halt die Kinder und ja, und komischerweise kriegt sie immer Bauchschmerzen, wenn we're at home together for the evening. Wenn sie abends zu Hause bei ihrem Mann ist. And not when she has her own personal stuff going on. For example, Nicht, wenn sie ihren eigenen persönlichen Geschichten am Laufen hat, die ihr Spaß machen. gives a rundown. Tuesday, she's out all evening in a meeting related to her sports, and she gets home around 9:30. Wednesday, he had something going on, so she took the kids to the sisters for dinner, and he got home around 8:30. Thursday, they're home together. She started complaining about her gut and being tired around 6:30 and was in bed by 8. Ja, kaum ist sie mit ihm zusammen, das war jetzt gerade mal so eine Auflistung der Tage, kaum ist ein Abend mit ihm, zack, oh, ich habe Bauchschmerzen, oh, ich muss schlafen. Klassiker. Interessant dabei ist, wie krass sie sozusagen schon sich eine Krankheit ausdenken muss. Und jetzt können wir mal in ein Frauengehirn reingucken. Ja? Sie denkt, dazu kommen wir glaube ich noch, aber ich greife dann vielleicht mal vor, im Endeffekt sieht sie, ihr Mann verhält sich eben nicht unattraktiv, ja, in dieser Metrik von verhalte ich unattraktiv, verhalte ich nicht unattraktiv, verhalte ich attraktiv. Und er wuppt das und er tut, was er kann. Er ist sozusagen kein schlechter Mann. Eigentlich müsste sie Bock auf ihn haben, reflektiert aber nicht, hat aber gar keinen Bock auf ihn. Warum, kommen wir noch mal ein bisschen in der Tiefe dazu. Und dann muss sie sich wirklich so weit gehen, dass sie sich eine Krankheit andichten muss, also wirklich in die Psychosomatik rein, aus Schamgefühl davor, dass sie eine schlechte Frau ist, weil sie ja eigentlich auf ihn abfahren müsste an der Stelle. Ne? Also so um die Ecke, das ist so krass. Ja, da musst du als Mann erstmal hinterkommen. So, das ist, ja, und wie es sich im Detail darstellt, sozusagen, werden wir gleich sehen. And Friday, we're home together, and at around 8, she suggests that we have a spa together. After 10 minutes in, he initiates and she gets out saying she's falling asleep. They all... Ja, sie gehen zusammen in die Sauna und er will irgendwie was initiieren und sie sagt, geht nicht und schläft ein. go dry off, goes to bed, he initiates again, she offers starfish, he... Ja, dann versucht das nochmal im Bett, wo sie gerade schlafen will. Sie sagt, na gut, den Sternfisch. says no, goes to Er sagt, nee. in the living room. When he comes out at 11, she initiates and, it's okay. Und dann irgendwie, ne, wieder schlechtes Gewissen, dann sieht sie, okay, er hat sich auch noch Mühe gegeben, er will ja auch noch und kommt dann auf ihn zu und immerhin. Also es funktioniert zwischen den beiden was, aber da ist was nicht okay. Das ist klar. Das ist wieder so aus Schuldgefühl, eigentlich mehr oder weniger, ne, weil sie ihre Pflichten erfüllen muss. Ja. Then Saturday, going out with friends. So she and the kids went to stay with a friend of hers who lived 2 hours away. He got a good night text from her just after midnight. Sunday, she's on sleep on the couch at 6, and last night he had a meeting, got a text from 8 saying that she thinks she has a cold and she's going to bed. So combine this with her being up around 5:30 in the morning to run on the treadmill most mornings, a good thing, sure. Ja, also sie ist immer krank und hat immer eine Ausrede, aber sie steht um 5:30 Uhr morgens auf und geht auf das Laufband. Ist fit wie ein Turnschuh. Ja, interessante Dissonanz. But he's like, I'd prefer if she worked out on my cock. Er hätte es natürlich gerne, wenn sie ihr Workout auf seiner Gurke machen würde. So in the past, he would whine about never being priority
and he'd spend all of her energy on other people. And he's like, it's blue pill. I'm not going to do that anymore. So, da haben wir schon das erste Wichtige gesehen. Ja, er jammert nicht mehr, weil Jammern ist negativ, bringt nichts. Er könnte jetzt hingehen, das wäre so typisch Blue Pill. Ja, aber du hast doch immer, mit deinen Freunden klappt das ja dann auch immer und mit mir ist es scheiße und so. Ja, ich mache das auch noch, wenn es zu augenscheinlich wird, kommt auch an, wie du es kommunizierst, aber es ist natürlich genau kontraproduktiv, im Endeffekt nicht stoisch. So I know I don't expect to see changes right away. I get it. My SMV isn't high enough yet for her to get out of her own way. He understands the concept of the tow rope, all that stuff. Das Tow-Rope-Konzept muss ich nochmal erläutern. Das war, was ich vorhin erwähnte. Das ist wie so ein großer Öltanker. Du bist der Öltanker und da hinten ist ein kleines Boot, was an so einem Schleppseil, was einen halben Kilometer oder einen Kilometer lang ist, dranhängt. Und wenn du sozusagen den Kurs änderst, dein Verhalten änderst, eben dich attraktiver verhältst, weniger unattraktiv, wenn du deiner Leistungslast gerecht wirst, dann änderst du ganz, ganz schwer, wie so ein schwerer Öltanker, den Kurs, und bis das Seil durchzieht und sie sozusagen auf dein Verhalten reagiert, kann es Monate dauern. Ja? Und das ist, wo viele ungeduldig werden und sagen, da passiert nichts und ich habe doch alles gemacht, und dann kommen die unsichtbaren Verträge wieder ins Spiel und so weiter und so weiter. Ja, alles ungesunde mentale Modelle. But at the moment, he's approaching this by withdrawing attention and affection when she pulls this. For example, this morning, I go to leave the house without giving her. Und er nutzt auch schon die Werkzeuge, die wir gesehen haben. Er entzieht Aufmerksamkeit und Zuwendung. A goodbye kiss. As I get to the door, Gibt ihr keinen Abschiedskuss. she says to her 2-year-old, I guess Daddy's not talking to me. I respond with, Sie kommt passiv-aggressiv, sagt zu ihrer Tochter, Daddy mag mich wohl nicht. Ja, da merkt man schon, da ist nicht gut. no, I am. Goodbye. And she goes, well, don't I get a goodbye kiss? Er sagt darauf, nein, mit mir ist alles gut, schön gekontert, non-reaktiv. Und sie sagt, kriege ich einen Abschiedskuss? And he responds with, well, if you want one, come over here. She storms off. Und er sagt ganz cool darauf, na, dann komm, hol's dir doch. Ne? Komm du zu mir. Auch schon physisch, dass sie eine Bewegung auf ihn zumacht. Ja? Das hatte ich in dem SWOT-Video mal gezeigt, wie wichtig auch, sieht man auch immer, wenn man so Paare zusammen sieht, so, wenn er sich immer zu ihr beugt und keine Anziehung von ihr kommt, sie sich zu ihm beugt, quasi, da ist die Anziehungsdynamik falsch. Also das hat er geschickt gemacht, na, dann komm und hol's dir doch. Und das hat sie natürlich noch, da sie schon passiv-aggressiv ist, noch saurer gemacht und sie stürmt weg. He leaves for work. Not a great response. He's like, but I've done worse. Keine tolle Sache, aber er denkt sich nichts bei und geht zur Arbeit. Und das ist schon mal ein sehr cooles Mindset, muss ich sagen. Der ist halt schon einen ganzen Schritt weiter. Non-reaktiv, okay. By the way, I like how people talk about this, even on like the failed shit tests and bad revenge fantasy stuff. At least then the guys are like, all right, fucked it up, whatever. Wenn du keinen unsichtbaren Vertrag schon mal machst und keine narzisstische Rachefantasien hast oder Jammerei anfängt, dann bist du ja schon mal einen ganzen Schritt weiter. It used to be a lot worse. And like they kind of understand. Ja, es war ja schon viel schlimmer. Sie hat schon viel schlimmer reagiert. Das ist cool, sagt er auch. So how would you guys deal with this on a macro level? Is there anything I can do? So, und er geht jetzt hin und hat ihn praktisch gefragt, oder das Forum, wo er tätig war, gefragt, so Jungs, was ist der Fehler, was mache ich falsch? Ne? Das ist jetzt mal Advanced Level sozusagen, deswegen spannend. Surprisingly common, by the way. I'm going to get to, again, another one of the Jacks, Jack Ten of Hearts. So Jack Ten of Hearts ist sein Co-Moderator in dem Forum. A lot of wives, I know the meme is about getting lots of pillows. Girls will buy like 15 pillows, put them in the bedroom, and use them as like a pillow fort. One guy, I remember this in Dead Bedrooms, described his wife used to make a pillow fort to hide him. Er beschreibt so ein ganz typisches Ding. Frauen kaufen sich dann 15 Kissen im Schlafzimmer, wenn sie noch mit ihm zusammen schlafen, und bauen sich ein Vor aus Kissen sozusagen. Der Schutzwall, ja. Dahinter steht eigentlich, die Dynamik stimmt nicht. Or they'll bring the kids to sleep in the parents' bedroom. Kids would like sleep at home until they were like a year old in the parents' bed. Ja, oder man lässt die Kinder im Bett schlafen. Dazu sei gesagt, wenn die Kinder im Bett schlafen, ist es tödlich für den Mann, ja. Wenn er Kinder bekommt und sozusagen zum Papa wird, wenn man nicht in einer Beziehung ist, ist sein Testosteronspiegel doppelt so hoch, wie wenn er in einer Beziehung ist. Ist noch ein Kind da, halbiert er sich nochmal. Also das sollte man zum Beispiel überhaupt nicht machen, das Kind im Bett schlafen lassen. Er wird gleich sagen, dass Frauen das als Cockblock benutzen sozusagen, um sich zu schützen, weil sie gar keinen Bock haben, aber Frauen covert immer nur kommunizieren, anstatt zu sagen, ich habe keinen Bock, dann haben sie das Gefühl, er könnte sauer werden, oder versuchen halt immer, elegantes Politbüro versucht immer eine Lösung zu finden. Oh, das Kind musste im Bett schlafen, dabei hat sie keinen Bock, mit dir zu bungern. So, okay. Standard macht sie ja auch hier in dem Beispiel.
Jedenfalls ist es eine schlechte Idee, die Kinder im Bett schlafen zu lassen, weil der Mann braucht seine Power. Wenn er dann noch leisten muss und noch anschaffen muss, dann sollte jede Frau das respektieren, die Kinder nicht mit dem Mann im Bett schlafen zu lassen. Ja, ganz wichtig. Nicht, weil es unmenschlich wäre oder so. Man killt einfach sein Testosteron, ganz wichtig an der Stelle mal zu wissen. That's why kids have this wonderful nickname amongst the masculine corners of the internet. It's called cock blockers. But yeah, so that's just something to be aware of. And it's like, this will give you some insight in how to parse that, where it's these passive ways that girls like express their non-attraction. And in this case, she actually faked irritable bowel syndrome. But the beauty about this is that she's not lying. She actually worked herself up into a fervor, hypochondria. Ja, und jetzt haben wir es nämlich, genau. Also sie lügt nicht in dem Sinne, da kommt der Zauberwald wieder ins Spiel, ja. Dann in ihrem Kopf baut sie sich das so hin, dass sie Reizdarmsyndrom haben muss, um die kognitive Dissonanz zu überbrücken. Und sie glaubt auch daran. Und das ist das Kranke irgendwo, wo ich manchmal auf weibliche Logik gucke und mir denke, kann nicht wahr sein. Anstatt einfach zu sagen, du, ja, overte Kommunikation wäre wirklich schön, sage ich immer wieder, ey du, ich habe irgendwie ein Problem, ich habe keinen Bock auf dich. Aber Frau fühlt eben nur, kann nicht sagen, warum. Sie analysiert ja nicht, sie fühlt einfach nur, da hatten wir es wieder. Ja. Sie fühlt einfach nur keine Anziehung, kriegt einen Schuldkomplex, weil eigentlich müsste ich ihn anziehen finden und geht dann so weit, sich Krankheiten anzudichten. Ja. Also das ist ja auch ungesund einfach. Beeindruckende Pirouetten im weiblichen Gehirn. She actually believes she has this because, she's supposed to be attracted to her husband. She's supposed to want to sleep with her husband, but she just doesn't feel it. And so in order to process these emotions, she latched on to the first thing she found. Friend had IBS and cancer. That's what I have. That's exactly what I have. It's not that I'm not attracted to you. I have cancer. I have Das ist nicht die Anziehung, die fehlt. Ich hab Krebs. IBS. All the doctors told her she was crazy, and so she'd Karen to the doctors until somebody gave her this. Doctors basically gave her a doctor's note against sleeping with her husband. Im Endeffekt hat sie sich einen Attest geholt, nicht mit ihm schlafen zu müssen, ja. And he gets it. Und bloß er ist schon Next Level und versteht, was da passiert. Deswegen ist sowas hier immer ganz spannend. Now, Jack's comment here, and take it for what it's worth, she's not spending all of her energy on those people. She's receiving energy from those people. Surely you're familiar with the experience. Er sagt, sie kriegt sozusagen von den anderen Leuten, mit denen es ihr noch Spaß macht, Interaktion zu haben, bekommt sie Energie. Und jetzt wird er gleich mal was erklären. I meet up a friend for happy hour after work, but you didn't sleep well the night before. Your work day was stressful and aggravating. You still haven't filed your taxes or done some other stuff. So you text the friend, man, I'm not feeling too hot. You want a rain check or a happy hour? And if he's a good friend, you'll say, stop being a pussy. Let's go. Haven't seen you in forever. Have a beer with me, you asshole. So you drag yourself out and go, and there's traffic on the way, parking's a pain in the ass, bar's loud and crowded. You just want to take a damn nap, but you're here, doing the exact same opposite thing. Your friends at the bar is like, dude, you made it. The enthusiasm he has for your mere presence, your fatigued, disheveled, mentally withdrawn presence perks you up. Genau, er hat das schöne Beispiel erzählt, dass wenn du völlig fertig bist, und das kennt jeder, und gar keinen Bock hast rauszugehen, alles scheiße, und dann ruft dein bester Kumpel an und sagt, hey, komm mal, wir gehen jetzt einen trinken und so, und du, nee. Und dann überredet er dich aber, das hat, denke ich, auch schon jeder erlebt, und dann gehst du raus und der Verkehr ist noch da und du fühlst dich müde, aber kaum siehst du ihn und er steht da mit dem alkoholischen Getränk quasi oder was auch immer man so macht, was einem Freude macht, ist auf einmal die Stimmung da, ist die Energie wieder da, die du vorher nicht gehabt hast. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Das habe ich auch schon so erlebt. Und an dieser Analogie baut er das dann gleich weiter auf. You feel a little less fatigued, a little less disheveled, a little less withdrawn. Then you see your friend has 2 Red Bulls and 2 shots waiting for you. He's like, yeah, now that I know you're not actually a pussy, we need to drink this and then chug that. You roll your eyes. What the fuck is this? College? It's happy hour at a dive bar on a Thursday. You start to bitch, but he's like, he's not having it. Drink the shot, stop being a bitch. And he downs his, you groan, but you do the same. And then you blink a couple times. You already feel a little bit amped, a little bit buzzed, even though it's impossible that the alcohol and the caffeine kicked in. So, und du fühlst, während du den Drink schon nimmst, ne, da kommt das Dopamin ins Spiel, diese Antizipation, geht's dir schon besser. But you expected to feel amped and buzzed, so you already do feel amped and buzzed. And isn't that the whole thing? The only point that matters? So yeah, your friend polishes off his Red Bull. He's like, all right, I know you got a lot of shit to do. You're going to take off now. We'll meet up another time. So even though this option would have seemed so appealing to you 30 seconds ago, you can't imagine why you would do that now. Nah, man. You can't walk out of here until... Ja, und dann sagt er 30 Sekunden später, nachdem ihr einen getrunken habt, na komm, ich gehe, du hast ja viel zu tun. Und auf einmal sagst du, ey, warte, bleib doch mal hier, was ist denn los? Ich bin doch gerade angekommen, es geht doch gerade los und so. Ja, und dann dreht sich die ganze Dynamik praktisch um, auch ein interessanter Gedanke.
till I buy you around. So he's like, so what's this feeling as this story? Like, what am I explaining to you? Your wife gets that from everybody else in her life but you. Um jetzt zurück auf die Geschichte zu kommen, ja, die Frau kriegt das sozusagen überall, außer bei ihm. This is why she so eagerly participates in activities and spends time with people that aren't you. They're energizing and you're enervating. Ja, die anderen Leute geben mir Energie und du, ja, enervating, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, du ziehst ihr praktisch Energie eigentlich, deine Anwesenheit in ihrem Bewusstsein. Now, I don't know if you're just enervating to her in general, and unfortunately your Vickim puke was so focused on your wife, it contained close to zero introspection about your own shortcomings. So why do we even preach like you gotta lift, bro? It's not just cosmetic. It's among other things. Jetzt redet er übers Gewichteheben, übers Lifting. Also das ist derselbe Effekt. Ja, Fitnessbude, klar, Sport. Wenn du einmal dabei bist, fühlst du dich danach eben fit. Du gehst hin, bist vielleicht schlapp, gehst hin, nachdem du Sport gemacht hast, bist du vitalisiert. Ähnliche Analogie. It's the easiest possible way to internalize how something that seemingly consumes energy can in fact provide energy. If you guys haven't seen that post-euphoric rush after a workout, you'll know what I'm talking about. Just like happy hour. You dragged your tired ass to the gym, you did a workout, and you felt better afterwards. Investing hard work into productive achievements actually yields a greater capacity for work in the future to achieve even more. Ja, also investieren in größere Kapazität bringt wieder mehr Energie. Also es gibt wirklich Sachen, die du Energie reinsteckst, die dir wieder mehr Energie geben, ja. But in your house, you just consume your wife's energy, you know. That's why she falls asleep within 30 seconds of spending any time with you. She's like, I think it's related to this. Er ist sozusagen für sie ein Energievampir, wenn man so will. He's like, all right, so here's my completely unprofessional and unqualified psychological opinion. I think your wife is suffering from some sort of burnout when it comes to managing the household. Best way I can describe it is if you've ever had a cleaning service come to your house while you were gone. How did you feel when you came back? Probably refreshing. So, er sagt, sie hat Burnout. Und er macht gerade das Beispiel auf, wie ist es, wenn die Putzfrau da war und du nach Hause kommst? Wie ist das Gefühl? Erfrischend. Und für sie wird er gleich sagen, es ist genau umgekehrt. So take the exact opposite of that feeling. You've probably heard of like the broken window theory, so he's suggesting something like that. Die gebrochene Fenstertheorie kenne ich jetzt nicht, die könnt ihr selber googeln. Children, your household, and you were constant reminders of all the disorganization and chaos at work. The idea of chores. Ja, also für sie ist Haushalt, Zuhause, Kinder verknüpft an Desorganisation, Chaos, was sie auch schon auf der Arbeit erlebt. Das ist sozusagen eine negative Belohnungsschleife, die da entstanden ist, ein negativer Feedback-Loop. Your wife nagging you to do the dishes, and maybe we'd have sex. All those are theories to suggest it's part of some conscious, grand feminist scheme to turn us into compliant beta bucks. Shoreplay spricht er an, jetzt springt er ein bisschen. Shoreplay ist halt, dass sie die ganze Zeit nervt und sagt, mach den Abwasch, dann gibt's vielleicht Leckerli. Und das ist ein großer feministischer Plan, um uns zu betaisieren. Und ja, man kann auf der Meta unterwegs sein, so Hardcore Red Pill. Oder man kann auch mal im Kleinen mit dem Auge und dem Florett sozusagen andere Mechaniken erkennen. Or maybe it's just a bunch of harried women trying to say, I'd be less stressed if I wasn't constantly reminded by you and the children about how fucked up and disheveled our lives were. Es kann aber einfach sein, dass die Frau, die von Natur aus gestresster ist, einfach neurologisch, wissen wir es ja auch schon, ein Angstwesen ist und ein Stresswesen ist und neurotisch ist, einfach keinen Bock hat auf das Leben mit 3 Kindern und nur Verpflichtungen und ja, ist ein legitimer Gedanke. Ja. Es muss nicht immer der bösartige Masterplan dahinter liegen, sondern ja, einfach, da wird gleich zu kommen, schlechtes Management. And it's not an easy concept to communicate. They don't really understand it. So instead, you just get some whining about the dishes. Like, ja, genau. Und dann kommt, das spricht er auch wieder gut an, sie ist gestresst, sie weiß nicht, warum sie gestresst ist. Frau halt, Rezeptor fühlt, ich bin gestresst und dann fängt sie an anderer Stelle, passiv-aggressiv, haben wir schon gesehen, zu sagen, ja, mach den Abwasch. Sie können sozusagen ihre eigenen Scheißprobleme nicht reflektieren teilweise, ja. Und deswegen musst du es tun. Und deswegen mache ich den Quatsch hier, für die Leute, die es halt noch interessiert. Like, don't do the dishes. She's still not gonna fuck you. Because she knows. Aber das funktioniert ja nicht, er sagte auch, klar, wenn du das Geschirr machst, das ist nicht der Kern des Problems. Those dishes won't get that clean anyway, because your town is hard water and all your glassware just ends up with lime streaks and blah, blah, blah. But she can't seem to not give a shit about something, even though she knows it's unreasonable, so instead she nags you about something tangentially related that doesn't solve the root cause. Anyways, like, that's my theory anyway. Your wife has some kind of active type A personality that likes running her life as a well-oiled machine, and as you've had more kids, that dream became harder and harder to do. Mentally, she'll beat herself up over this. She even verbally beats herself up over this.
Ja, er sagt, sie hat auch eine Typ-A-Persönlichkeit, ist halt perfektionistisch und neurotisch und macht sich sozusagen selber fertig darüber, dass ihr perfektes Leben, und das haben ja viele Frauen so im Kopf, eben nicht so perfekt ist. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Frauengedanke und ja, macht einen negativen Feedback-Loop auf bei sich. But, you probably have had several conversations where you told her to shut up about sending the Christmas cards, so you're too busy to send them, so just skip them this year. Ja, also er deutet an, dass er ihr wahrscheinlich auch mal gesagt hat, mach dir doch keinen Stress, Schatz, sende doch nicht die Weihnachtskarten diesmal und sozusagen so ein bisschen an der Oberfläche kratzt damit. It's like, that's your failure. That's why you're enervating and not energizing. Das ist der Grund, warum du Energie ziehst und keine gibst, weil du hast versagt an der Stelle als Mann, weil du mangelnde Führung hast, würde er gleich sagen. She was essentially acting captain for several household roles that you didn't care about, but she did. Er hat sozusagen die Kapitänsrolle, ja, in dem Modell erster Offizier und Kapitän, so wie es halt ist mit der Überstellung, ihr sozusagen das Kommando über die Bereiche des Haushalts gegeben, sozusagen delegiert, aber delegieren funktioniert halt manchmal nicht an der Stelle. But she couldn't get it done. And the move is at that point either establish a frame where the household rules aren't that important and not something she should get herself an anxious frenzy over, or act with enough leadership to get it done. And the problem is he's not doing either. Ja, also muss er sie delegieren oder zumindest wissen, muss er sie besser delegieren oder er muss zumindest einen Plan ihr machen, weil sie packt es halt nicht. Sie ist halt da von der Persönlichkeit, kann sie das leider nicht. So just remember this. A lot of this leadership part, it's not just about getting things done in the house. Sometimes it's about articulating prioritization. So yeah, she probably has a whole bunch of tasks she likes to do. You see she's a busybody during the week, probably a huge control freak. So instead of having her try to make the life perfect, like, prioritize. Ja, er muss ihr als Control Freak und Perfektionistin beibringen, wie man priorisiert. Und dazu braucht man ja einen Plan. Deswegen macht der Kapitän den Plan, wenn er merkt, dass der erste Offizier überfordert ist. We're not doing Christmas cards this year. The kids are going to get taken care of. We need to hire a maid. Some things are important, some things are not. And the way you're kind of managing her stress in a way that she can't. Now, this is not a beginner concept because you guys can't just be doing this at the beginning of a failed relationship because she's not going to care. Ja, also wenn das Ding sozusagen schon am Abschmieren ist, die Beziehung, wird sie dich nicht delegieren und einen Plan machen lassen. Und das wird dann auch nichts ändern. Das ist sozusagen hier ein fortgeschrittenes Konzept. Deswegen mal ganz interessant. Aber denke ich, was häufig vorkommt. Trying to lead a girl that doesn't want to be led is useless. You have to be in a position of authority. Genau, also wenn du deine Kapitänsposition schon abgegeben hast und keine Position der Autorität hast, die dich nicht respektiert und deine Meinung, dann dann ist das alles natürlich nicht möglich. Das ist generell eine ganz schwere Position. Da musst du sozusagen erstmal den Karren aus dem Dreck ziehen, wenn das überhaupt noch geht. Respect in order to get there. Now, do you want to be? If she's generally good, like in this case, the guy's like, all right, I started acting attractive and she's responding well, but it's not good enough yet, so I get it. He's putting in effort. The effort is working out well. The relationship is good. Like, there's nothing wrong with this. So yeah, in this case, sure, for him, he's like, of course, why wouldn't I want to keep this happy family together? She's putting in effort. It's not where I want it yet, but that's fine. Ja, da sagt er auch was Wichtiges. Wir hatten aus dem letzten Video die Metrik, ne, so verhalte ich nicht unattraktiv und im besten Fall verhalte ich noch attraktiv. Er hat sozusagen schon an seinem Wert gearbeitet, er hat an seinen mentalen Modellen gearbeitet, er hat sich nicht mehr unattraktiv verhalten und es zeigt auch schon Ergebnisse, es läuft alles besser. Und das ist sozusagen ein anderer Fall. Da kann man ja eigentlich mit ein bisschen Feintuning noch das Ding optimieren, anstatt zu dem Schluss zu kommen, was bei dem Male-Action-Plan nämlich auch der Fall ist. Du gehst eigentlich davon aus, dass du rausgehst aus der Beziehung. Das ist das mentale Modell, was du eigentlich sofort implementierst. Du arbeitest für dich, ohne Rücksicht auf sie und bist eigentlich dabei, rauszugehen und musst dich innerlich auch schon trennen. Das schockiert viele. Also wenn ich jetzt ein Red-Pill-Paarberater wäre sozusagen und einer würde zu mir kommen, läuft nicht im Schlafzimmer, sie schreit die ganze Zeit, hier, mach mir mal einen Plan, wie ich das retten kann. Dann müsste ich das Erste, was ich jemandem sagen müsste, du musst dich komplett unabhängig machen von ihr. Du musst eigentlich planen für eine Trennung. Und das schockiert sozusagen viele, dass es auch wieder was Mainstream-mäßig ja jetzt shocking wäre oder so. Frauen gehen nur zum Paartherapeuten mit einem Mann aus 2 Gründen. Ja, eigentlich nur, damit sie hinter ihren Freundinnen erzählen können, ja, ich habe alles probiert, damit sie die Schuld nicht hat. Ne? Ich bin nicht schuld. Ne? Oder um letztlich die Autorität des Therapeuten zu nutzen, um ihr Ding durchzudrücken, um einfach nur Recht zu haben. Das ist in der Regel, hatte ich im Paartherapie-Video schon mal erklärt,
Eigentlich musst du nur den Mann rausnehmen und sagen, du, pass auf, stell dich drauf ein, arbeite nur für dich selbst, zieh voll durch und dann guck mal an, vielleicht zieht der Frachter das Seil hinten und das kleine Boot zieht sozusagen mit, aber vielleicht reißt doch das Seil. So sieht's aus. Something I can work on. Now, if she was like the example of like a horrible, lazy nobody, probably not. But that again, that's a choice that every guy has to make for himself. And this is why I say the relationship is the woman's job, because in this case, he's not fixing the relationship. He's fixing expectations. He's fixing what he's willing to put up with or not put up with. Genau, er regelt einfach nur seinen Rahmen. Er setzt seine Grenzen neu. Er sagt, okay, ich mache dies und das. Funktioniert es? Versuche ich es weiter? Funktioniert es nicht? Bin ich raus. Ohne Ego, ohne Geschrei. Alles klar. Und durch diese starken Grenzen ergibt sich schon mal ganz, ganz viel. How he likes his household run. And she can fit into that frame. And he should. If it's a good frame, it's easygoing. It's enervating. Why wouldn't you want to go? Energizing, sorry, not enervating. It's energizing. So why wouldn't you want to be part of that? But that's the thing. If you're not leading that kind of energizing life, that this is what marketers would call the being your best self. Ja, du musst sozusagen diese Rolle ausfüllen, dein bestes Selbst sein, positiv, proaktives Führen wäre das Stichwort, was mir da einfällt. Das ist in der Beziehung auch wichtig, natürlich nicht den schreienden Chef hier machen, den Schreihals reaktiv und das wird nicht funktionieren. Proaktives Führen durch Vorbildhaltung, dadurch, dass du selber ein attraktiver Mensch bist in deinem Wesen und an dir arbeitest und dann wird sie folgen. Dann, warum sollte sie keinen Grund haben, in deinen Frame zu gehen? Ja, das ist klar. Then yeah, why would anybody want to be a part of that? And that's kind of the revelation that we're all coming to on this one here. And this kind of is like this was before the scoreboard, by the way. I don't know if you guys know this, but it's a good way to understand why the scoreboard stuff is important. He stops trying to win these little battles and realizes it's like, there's no scoreboard. Ja, zum Scoreboard muss ich mal was erklären. Das Scoreboard ist genau der unsichtbare Vertrag. Wenn dann, genau Männer haben das so an sich, diese Investitionsmentalität, ich habe A getan, der unsichtbare Vertrag, dann erwarte ich B. Und wenn sie in diese Sphäre stoßen, dann das Erste, was sie machen, ist, ich habe doch das und das gemacht, warum geht sie nicht mit mir ins Bett? Und das ist das Scoreboard. Das war vorhin dieses Beispiel mit den kleinen Schlachten, die man sozusagen gewinnt. Und ja, heute habe ich ein Küsschen gekriegt. Morgen habe ich dies, das. Also so dieses ganze falsches mentales Modell mit dem Scoreboard zu arbeiten, mit einem Strichliste, sagt man. Genau, das wäre die Übersetzung. There's a house that I can run in a way that I know runs well, and she'll be happy for it, but if I just leave her to her own aimless self, she's going to be a mess like this. And the manifestation of that is a subpar sex life. And that's how we can get attention. Carrying on. Seine Theorie geht sogar noch weiter, dass sie vielleicht im Unbewussten sogar um Aufmerksamkeit bettelt, eigentlich ohne es zu wissen, weil sie es nicht reflektiert, im Unbewussten bettelt, bitte mach mir doch das Leben leichter, bitte hilf mir doch eigentlich und signalisiert es indirekt darüber, dass das Schlafzimmer tot ist. Es ist ja eine schöne positive Theorie, also könnte man auch unterstellen, ja. Das weibliche Unbewusste vielleicht so funktioniert, okay. So do you ever have friends come over? Do they ever host any guests? Do they cook dinner and eat with other couples? Do you have a game night? Do you throw a party? If no, why not? Her social plans are either activities that provide the discrete, holistic sense of achievement she craves, or that they're an escape. An escape from you, because you're... Also ihre Social Events, die sie macht, sollen entweder was erreichen, ihren Perfektionismus befriedigen oder dienen als Escape, als Flucht. Innovating the shit out of her life. And this is the part where I love, because kind of Pickup caught into this too. So he's like, yeah, women fucking love, and are completely addicted to a man who can offer an escape. Ja, und das ist das Stichwort. Frauen lieben es, einen Typen, der ihre Fantasie anregt, der ihr eine Flucht aus ihrer Realität liefert, hin in ihre Disney-Fantasie, was weiß ich. Deswegen ist dieses We-Narrativ im Pickup auch so mächtig, wenn du ihr sozusagen eine Zukunft aufmachst, wir zusammen in der Südsee. Ja, und sie kann anfangen zu träumen wie ein kleines Mädchen und das ist total mächtig. Und wenn du es nicht tust, wenn du ihr diesen Escape sozusagen in der Ehe nicht lieferst, dann tut es vielleicht ein anderer. Ne? You can offer other synonyms at this point, and I know in the past I would have talked about play, and this is similar. Too many guys don't play with their wives. They don't escape with their wives, and then they wonder why they're so hell-bent on the goddamn dishes. Also Männer haben es einfach nicht drauf, ihr diesen Escape zu liefern, spielerisch zu sein, unverkrampft, spontan. Ja, das lieben Frauen und dann wundern sie sich, dass Frau Joreplay macht und sagt ihr, mach das Geschirr. The escape doesn't have to be elaborate. He's like, the three most common ways I escape with my wife, take a long shower together, walk into a frozen yogurt place in our downtown area and walking back, going for a hike on the...
So, es muss nichts Aufwendiges sein, das ist auch falsch. Es geht wieder nicht darum, sie zu bestechen und jetzt den teuren Urlaub für 5.000 Euro. Ja, ich habe sie eingeladen. Dann kommt wieder die Stempelkarte ins Spiel, Bullshit. Er sagt, er geht mit seiner Frau zusammen duschen, ja, das ist ihr Escape, ja, wo sie dann mal richtig abschalten, dann warm Wasser sich ein bisschen berühren und wahrscheinlich eine schöne Zeit haben, das ist ihr Escape, oder sie gehen zum Frozen Joghurt Laden einfach mal spontan irgendwo am Tag und schalten mal komplett ab oder gehen wandern. Das ist sein Modell, ja. Man kann ja andere Modelle erfahren. On this trail that starts about a mile from where we live. Me too, same thing. Shower together with the wife, take 20, 30 minutes, talk about whatever. It's a nice little escape. We have a Dairy Queen down by our place. We do the same thing. It's actually kind of funny reading this. We don't go for a hike on a trail, but we take our dogs down to there's this nice Achso, okay, das war der Plan von dem Typen, der den Brief geschrieben hat. Er geht gerne mit seinen Hunden raus, aber er geht auch zu so einem kleinen Laden. Er duscht auch gerne mit seiner Frau, um einfach mal entspannte Minuten zu haben. Lake Ontario has this nice beach, Cherry Beach in Ontario. We always take the dogs down there, go for a little run. It's nice. Dazu wollte ich nochmal sagen, aus der Neurologie ist es ja auch klar, die Amygdala der Frau muss beruhigt sein, das ganze nervöse Gehirn muss sozusagen mit Dopamin geflutet werden und neu und Serotonin und ach Gott, ich sehe das weibliche Gehirn nur noch wie so ein Chemieregulator, wie ein Chemiebaukasten. Das ist so meine Sicht langsam aus der ganzen Erfahrung. Ja, und hier erfüllt es halt gleich mehrere Funktionen, ja, beruhigend, anregend und so weiter. Nice. He's like, seriously, when girls say they want passion, they want to be romance, what they mean is stuff like that. Ja, wenn sie eigentlich sagen Leidenschaft und Romantik, meinen sie eigentlich Innovation, Neues, irgendwas, ne, was außerhalb der Reihe, weil Leben ist ja langweilig und stressig und nimm mir meinen Stress und entführe mich sozusagen geistig irgendwo anders hin. Too many guys think it means vacations and expensive dinners. He's like, dude, have you been on a vacation? They're stressful, even before. Es geht nicht um teuren Urlaub oder ein super teures Restaurant. Weißt du, wie stressig Urlaub sein kann? 4 kids, it was work. Pack this, pack that, get a boarding pass. What time should we leave? What terminal is this? He's like, geez, it's too much. He's like, I like that stuff too, but I hate the 48 hours of logistics it takes just to get to the lounge chair, especially if your problem is de-stressing. Ja, allein die 48 Stunden mit Kindern und Gepäck und es ist ja schon der Überstress, überhaupt dahin zu kommen, um dann auf dem Liegestuhl zu landen. Das ist jetzt sozusagen nicht gemeint. So if your idea of a romantic getaway is doing the same 48 hours of bullshit, don't bother. Just put on some sneakers and go for a hike. Pick up and walk. So unfortunately, very few people ever figure this out, which is why everybody always fawns about the geriatric couples that sit at dinner and just smile contently at each other. Ja, alle hassen dieses perfekte Paar, die einfach nur miteinander lächeln und cool sind, weil alle eine Scheißbeziehung haben. You want to know why that fucking couple is sweet and content with each other? It's because they're about to eat some great fucking food instead of subjecting themselves to an anal cavity search by the TSA. Warum sind sie so glücklich? Weil sie sich einfach mal freuen, Mindfulness kommt ins Spiel, miteinander was Schönes zu essen, ohne Hintergedanken, einfach nur lieb miteinander sind und sich ein Escape verschaffen, anstatt sich eine scheiß Darmspiegelung zu geben. Meanwhile, you're taking your wife out to a super trendy, expensive restaurant looking for street parking while she complains that you couldn't just valet and you're pissed because she's about to drop $250 on the meal. So maybe that bitch shouldn't give you such a hard time trying to save $7. Maybe it won't matter since you're already lost, but you can't navigate it. It's like, by the way, this valet parking thing is another Mids Watch coming up. There's a little Easter egg for you for in the future. Ja gut, und er hat dann nochmal beschrieben, wie es sein kann, in ein teures Restaurant zu gehen. Man weiß schon, man löhnt 250 und dann kriegt man keinen Parkplatz und dann geht der Stress schon wieder los. Also so die komplizierten Dinge, kurz gesagt, sind es nicht immer. Es geht nicht biochemisch auch nicht und psychologisch nicht um teuer, um toll, um neu, um exklusiv. Es geht um die Geste. Wichtig. Es ist mal jetzt an die Männerseite gerichtet, was Männer häufig missverstehen, weil sie immer wertorientiert, analytisch denken. Ja, wenn ich den Urlaub so teuer gemacht habe, dann wird sie mich lieben. Ja, nein. Völlig falsch verstanden. Kann natürlich auch cool sein. Ein cooler, schöner Urlaub kann natürlich auch cool sein. Aber es ist sozusagen, hier wird nur nochmal das Gegenüber gelegt, damit man versteht, dass es nicht um den Preis geht oder um den Aufwand. And he brings up Royce here too. It's like, so think of it this way. The idea of bringing up the Skittles man is not that women have some sort of genetic impulse to love men who treat them like shit. But it's a simple and well-executed escape is infinitely more attractive than fucking up expensive dinner reservations or travel plans. And if you guys don't know what Skittles Man is, it's an old Chateau Hartis post. I think I have an on point on it. And if not, definitely go look it up. It's well worth.
And he's like, all right, here's your goal. The paradigm shift. Sex is now an escape. Also den Skittlesman kann ich jetzt nicht erläutern, den müsste ich mir selber nochmal angucken. Der Kegelmann wurde das übersetzt. Das ist auch so ein Konzept. Kommen wir auch mal nochmal zu. So, und es geht darum, sozusagen einen Paradigmenwechsel zu machen, dass Zeit mit ihm jetzt Quality Time ist, dass Zeit mit ihm ein Escape ist und dass in diesem Escape sozusagen auch Intimität mit verknüpft ist. Und dazu kommen wir jetzt. Your wife says, I've had a shitty day and I need you to fuck me really hard to forget about it. Ja, dann hast du es geschafft, wenn sie sagt, Mann, hatte ich einen schlechten Tag und jetzt besorg's mir mal richtig, damit es mir besser geht. Dann bist auf Jedi-Master-Stufe sozusagen. Weil Frauen das wirklich ja nicht tun, weil wenn ihr Gehirn gestresst ist, mögen sie es ja nicht. Aber wenn dein Escape, wenn das so gut ist, wenn sie da so positive Emotionen an dich, an deine Energiehaftigkeit und an deine Intimität verknüpft, dass sie sagt, hurra, ja, eigentlich wie ein Mann wird, dann das sehe ich auch als absolute Meisterschaft an, wenn du so gut bist darin. Ja. If you're there, you've made it. And if you can offer her an escape, whether it's sexual or otherwise, that's the idea of being a skills man. Okay, der Skillsman ist anscheinend der den Escape hat, der Mann mit dem Lolli. Na, meine Kleine, willst du diesen Lutscher kaufen? So once you've started grasping that and offering her and the other people in your life an escape from their bullshit, they'll love you for it. Be attractive. Be the shining beacon of hope. Be a mystery. Be fun. Game is supposed to be fun. Fun is supposed to be an escape. You're supposed to be the reason that people will avoid shit just to come hang with you because you're that damn good. Ja, das wäre auch an sich menschlich natürlich toll. Da muss ich sagen, ich kenne so eine Menschen in meinem Umfeld, die total diese Positivität ausstrahlen, einfach aus sich selbst happy sind und immer positiv. Jetzt nicht im Sinne von aufgesetzt hier Tugendhaftigkeit signalisieren, sondern wirklich vom Wesen her, man, diese Menschen sind verdammt anziehend. Und das muss ich aber auch sagen, das kann nicht jeder sein. Ich zum Beispiel bin es nicht, an der Stelle sage ich ganz ehrlich, ich kann es sein zum Teil, ja, aber jetzt nicht so krass, ja, aber das beschreibt er. Sei einfach ein cooler Typ, weißt du, arbeite an dir selbst, sehr happy mit dir selbst, deswegen ist es ja so wichtig, deine eigenen Baustellen aufzuarbeiten, damit du dieser Typ sein kannst, auf den, wo sie sagt, cool, ja, ich hab Bock mit dir. Ja, ist so. Wäre schön, ich weiß, viele können es nicht sein. You're the friend with the Red Bulls and the vodka. So your ideas to gradually withdraw attention and affection are misguided, or if they're done poorly, you'll just end up enervating her even further. She may even hamster, she's losing touch with you. Ah ja, jetzt spricht er das auch an. Also im Endeffekt jetzt auf der Metaebene zu bleiben, er hat jetzt Aufmerksamkeit und Zuwendung entzogen und das löst aber sozusagen nicht das Problem. Das macht es jetzt sozusagen im schlimmsten Fall noch schlimmer, dass sie am Ende glaubt, er entfernt sich von mir und dass sie sich noch weiter zurückzieht. Ne? Da sind sozusagen auch die Limits in den Konzepten, wo man sieht, ja klar, wenn du das Grundproblem nicht behoben hast, in dem Fall eben eine ordentliche Führungsrolle zu übernehmen und ihren Escape zu verschaffen, um ihren Stress zu mindern, dann funktioniert die ganze Technik nicht. And crave to bring the presence back into her life with another man, or she might feel liberated that you're annoying her less. Ja, im schlimmsten Fall, dann ist natürlich schon innere Kündigung, wenn sie dann sagt, cool, ich muss ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenken, deine Aufmerksamkeit gar nicht mehr will, weil sie keinen Wert mehr hat, okay, dann ist die Beziehung im Eimer. Und sie sagt dann, cool, er nervt mich nicht. Naja, gut. Note, you mentioned she's being more committed to running on a treadmill. Running, solitary activity, relaxing for the mind. You'd say you'd prefer if she jumped on your cock instead. But does your cock relax her mind? And I mean that facetiously. Do you relax her? If no, then... Ja, also warum ist sie lieber auf dem Laufband anstatt auf deinem Laufband? Weil sie es eben negativ assoziiert hat, weil du ihr kein Escape lieferst, weil du ihr keine Energie gibst, weil du ihr keine positiven Emotionen gibst, ja. Eine völlig falsche Verknüpfung. Du bist halt verknüpft an Alltag, an Stress, an Pflicht, an, all das, was sozusagen bei ihr nicht dazu führt, dass sie Hormone ausschüttet und sagt, hurra. And it's not such a mystery why she prefers the treadmill over you, then is it? Anyways, Friday she suggested the hot tub. Now imagine sit next to her, hold each other, eyes closed, play some Enya or whatever. Might as well, just sit there. Naked embrace, 20 minutes. See the whole idea of withdrawing affection. It only works if that affection offers your wife an... Ja, und dann
Da haben sie irgendwo im Whirlpool gesessen, sich 20 Minuten dabei leiser Musik einfach nur ein bisschen gekuschelt und das fand sie gut. Ja, aber wie gesagt, deine Zuwendung, und da wären wir wieder beim Grundkonzept, muss positiv verknüpft sein, die muss in ihren Augen was wert sein, und hier sehen wir mal ein Beispiel, wo es sozusagen nicht an Lux Mani Status liegt oder an der Selbstoptimierung, auch nicht daran, sich nicht unattraktiv zu verhalten, sondern ein sehr gutes Fallbeispiel für sich attraktiv zu verhalten. Escape. If you haven't seen it, there's an older episode. It shouldn't be much further away than this one about separating sex from intimacy. If you read that episode or watch that episode, you'll understand what this is getting at more here. So I won't belabor you with the post because Jack's already been going on for like. Ja gut, die Episode habe ich nicht gesehen, die muss ich mir nochmal angucken. Die Trennung von Intimität und Hunger ist bestimmt auch spannend. Oder ich habe es vergessen. Kommen wir vielleicht irgendwann ein andermal zu. 10,000 words now. So we'll skip apart all that stuff because we're not going to do it twice. So she'll probably also hold you back when you get back into bed, ask you lots of questions about the meditation stuff, ask if she can try it with you. And this is how you want to handle it. You establish an escape, but also establishing it's not unconditional. So, da hat er was übersprungen. Er hat anscheinend jetzt so einen Meditationskurs oder irgendwas gemacht oder praktiziert das, und sie findet das interessant und möchte gerne mitmachen. Ja, nicht schlecht, als Flucht, kann man ja machen, sowas. Und jetzt geht es aber darum, dass diese Flucht nicht umsonst ist. And suddenly she'll muster whatever energy she needs for that escape with you because it's a net energizing process. Ja, und dann wären wir wieder bei diesen Sachen, die Energie kosten, aber einem Energie geben. Ja, wenn sie das positiv belegt und anregt, dann. It's, I refer to it, and I haven't talked about this in forever, but it's like cuddles ain't free, lady. Cuddles ain't free, lady. You have your cuddles ain't free moment. You have a fun life. You have a great escape. And it's there. There's only one condition, that you do it with people that you're romantically involved with enthusiasm. And then. Ja, du kriegst das alles, was du willst, wenn sie sozusagen kriegt, auch wenn das wieder ein bisschen nach einem unsichtbaren Vertrag klingt, sollte auch erwartet werden, dass sie das gerne mit dir macht und dass sie dann auch in positivem Gemütszustand dann auch gerne mit dir intim ist. Im besten Fall. Doing this over time will create, a more enthusiastic sexual relationship. So that's Jack's point on this. It's actually a pretty good one. Kind of took a long time. I've skipped basically half of what he was talking about because these points are better articulated in other places here, but I want to end on some thoughts. A lot of guys used to do like pickup in the 2000s, and then they get married and then they forget about all of it. Like, oh, this is not some whore at the bar, it's my wife. The wives still want escapism. Ja, da spricht das an. Ne? Du musst deine Frau immer gamen. Du kannst nie aufhören zu gamen. Du musst zum Game werden. Viele haben Pickup gelernt, gehen in eine Beziehung und denken, jetzt kann man sozusagen aufhören damit. Nein, so ist es nicht. You want to be an attractive man. Everybody does. There's more to it than working out. You actually have to be attractive. Be an escape. Be fun. And I'm not saying you're doing this to impress other people. What I'm saying is you're doing this because you want to become that person. You're going to do the work. You've heard the term before. And from that work, you make yourself an attractive man. People actually see you as like an escape. They see you as that friend at the bar who's like, I haven't seen you in years. Let's go. And you're all excited. You're like, oh, I haven't seen him in forever. Picks you up, builds your energy. Ja, er wiederholt es nochmal, was vorhin schon war. Du musst ein attraktiver Mensch werden, ja, wenn du es dann kannst. Das ist halt klar, aber das fällt natürlich nicht jedem so schwer. Dazu musst du natürlich wie immer vor deiner Haustür aufräumen, musst du deine psychologischen Baustellen bearbeiten, musst du zu der Version werden deiner selbst, mit der du happy bist. Und ja, um dann auch diese Ausstrahlung zu haben. Ja. Und da werden viele das Problem haben. Klar, das Leben hat viele Hürden, viele sind negativ. Ganz schwierig. Ich bin auch ein sehr, sehr negativer Mensch gewesen, lange Jahre, um mal aus der eigenen Erfahrung zu reden. Ja, depressiv, alles kenne ich alles. Typisch deutsch, perfektionistisch, all diesen Quatsch. Ich habe irgendwann für mich den Schalter zumindest so weit umgedreht, dass ich sage, Optimismus ist alternativlos. Das ist so mein Minimum-Kompromiss, dass ich wenigstens nicht grumpy bin die ganze Zeit oder versuche, Leute runterzumachen oder immer nur schlechte Stimmung ausstrahle. Ja, das wäre schon wenigstens ein Entwicklungsschritt. Der hat auch eine Weile gedauert. Ja, aber ist wichtig. Aber das muss halt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Da muss man am Fundament anfangen und gucken. Und man kann sich auch nicht verbiegen, wenn man eben kein extrovertierter Mensch ist und keine Spaßkanone, dann ist man eben keine. Das ist okay, aber es geht so ein bisschen um die Grundausstrahlung, dass Leute sich gerne mit dir unterhalten oder gerne auch mit dir mal Zeit verbringen. Das ist schon ein ganz guter Indikator. Deswegen sind Social Skills ja auch so wichtig, aber auch eine intrinsische Veränderung dahin. Ja, und dann
wird die Frau das auch bemerken und positiv, denke ich, sehen. But you add your own expectations on that. People that are valuable in my life get to join me on my selfish little journey of fun time stuff. And then on the back end, work on your logistics of, making sure you have a happy, healthy household and you run your things great. And it's kind of, I like this. The last couple episodes we've been talking about is understanding that there's no one size fits all red pill. That's why you can't tell anybody what to do. Ja, das ist ein sehr individueller Zugang hier. Das ist ein sehr individueller Fall und Red Pill in Beziehungen ist halt auch kein Allheilmittel. Das Konzept, was bei ihm jetzt stimmt, kann beim anderen nicht funktionieren, will er auch nochmal sagen. Es ist eine Praxeologie. Ja, es sind letztlich Notizen, die Männer über Jahrzehnte zusammengetragen haben und übers Internet und gesagt haben, guck mal, das funktioniert hier, guck mal, das funktioniert da, wie wir sind, deduktive Problemlöser. Und was beim einen funktioniert, muss beim anderen nicht funktionieren. Es ist eben eine sehr, sehr feinfühlige Wissenschaft. Ich weiß auch, einige werden sich denken, oh fuck, MGTOW, ich will gar nichts damit zu tun haben. Das ist mir viel zu viel. Aber für die es interessiert, denke ich, war es doch mal ein spannender Fall. The one just before this was a guy who was so afraid of his wife's emotions that he couldn't even handle having his own frame. In this one, it's a guy who has his own frame. He's building his own mental point of origin. The logistics need a little bit of work, but he doesn't know how to be an attractive man. Ja, er hat das nochmal zusammengefasst. Der letzte hatte gar keinen Frame. Das war der mit dem Märtyrerkomplex. Das war komplett zerstört. Und er weiß schon alles. Er weiß bloß nicht, wie er attraktiv sich verhält. Das war sozusagen, er hat sozusagen nur noch den letzten Tick gebraucht. Er war schon sehr, sehr weit. Sagte ich schon. He just knows how to be not unattractive. And then you can see, depending on where you are, depending on what your weak points are, there's tools here for everything. So just pick the ones that apply to you, use them, and if they work, great. And if they don't, well, that's great too. Just don't use them. So I'm going to leave you there. It's already been going on long enough. Enjoy yourself, guys, and I'll catch you on the next one. Cheers. Gut, das war's. Ich habe mich, denke ich, ein paar Mal wiederholt und ich habe das Ding jetzt zum 3. Mal gemacht, also vergebt mir an der Stelle, sage ich, wenn es zu lang geworden ist oder ich Aspekte vergessen habe. Ich fand es inhaltlich trotzdem so spannend, dass ich es mir 3 Mal gegeben habe. In diesem Sinne endet meine Arbeit hier und eure beginnt jetzt. Ahoi und bis bald.